Ja, bei diesen Doktorarbeiten oder bei wissenschaftlichen Arbeiten ist auch immer ein bisschen zu beachten, wer hat die in Auftrag gegeben und wie ist die Spezifikation dazu. Bei dieser Doktorarbeit mit diesem enorm hohen Fettanteil war zum Beispiel auch entscheidend, man untersuchte den Ausstoß von Ammonium, Ammoniak über die Kiemen in einer extremen Intensivhaltung von Speisekarpfen. Und man wollte eben diese Ausscheidung über die Kiemen möglichst gering halten und kam vielleicht aus diesem Grund dann zu einem völlig falschen Ergebnis. Also in der ersten Charge unserer Futterproduktion damals wurde uns sehr, sehr schnell klar, dass dieser Weg der falsche ist, und wir haben uns dann entschieden, verschiedene Futtermittel auszuwerten und dann unser Futter eben diesen Rezepturen anzupassen und aufgrund von Futterversuchen das Ganze dann immer mehr und mehr zu optimieren. Und in jüngster Zeit kam es dazu, dass auch jemand ein Video gemacht hat oder so ein Blog, YouTube-Blog gedreht hat ähm, über ja, dass doch eigentlich Forellenfutter ein wesentlich besseres Futter wäre für den Karpfen, weil die Karpfenfuttermittel sind ja an den Naturteich angepasst und der Karpfen isst im Naturteich Mückenlarven, Insektenlarven, ja, Krebse und Blütenpollen und was er alles so als Naturnahrung findet. Und dementsprechend muss dann praktisch das Karpfenfutter nur an das angepasst werden, was er in der Natur praktisch zu wenig bekommt. Und damit wurde die Aussage getroffen, ein Karpfenfutter ist eigentlich nur ein ergänzendes Futter zur Naturnahrung im Naturteich. Und aus dem Grund ist ein Forellenfutter besser. Entbehrt für mich auch jeder Grundlage. Erstens mal, wir produzieren ein Futter für Koi, und wir produzieren ein Futter für Koi in der Haltung Gartenteich bzw. Keuteich, unter dem Aspekt auch den Filter möglichst wenig zu belasten und eben auch die Ausscheidungsprodukte zu reduzieren. Im Naturteich oder bei der Karpfenernährung ist das überhaupt nicht von Bedeutung. Im Gegenteil, wenn mehr beim Karpfen hinten rauskommt, dient das der Düngung vom Naturteich und regt die Produktion von tierischem Plankton und pflanzlichem Plankton an, was dann eben auch wieder den Nahrungskreislauf mit dem Karpfen schließt. Und im Naturteich geht sozusagen nichts verloren, sondern es wird nur umgewandelt in Algenwachstum. Die Algen werden von Krebse, von Wasserflöhen gefressen, diese werden wieder vom Karpfen gefressen, und das Ganze nimmt praktisch in dieser Nahrungskette dann seinen Platz ein. Also unser Keufutter angepasst erstens mal an Keuteich, zweitens mal an die Filterung von einem Keuteich, dass wir den Filter nicht zusätzlich belasten möchten oder so gut wie möglich ein verdaubares Futter erreichen möchten, um eben auch mit den Ausscheidungsprodukten keine Erhöhung der Keimzahlen zu generieren, um das Wasser und die Tätigkeit vom Immunsystem vom Koi eben auch auf einem niedrigen Level zu halten, damit möglichst alle Energie oder viel Energie ins Wachstum der Fische gesteckt werden kann. Im Zuge von diesem unglücklichen YouTube-Video wurde dann auch erwähnt, ja, wie gesagt, Forellenfutter wäre besser für Karpfen oder für unsere Koi geeignet als die Produkte, die auf dem Markt sind, wo ich dann auch sage, ja, einen größeren Unterschied gibt es ja fast gar nicht. Ja? Karpfen hat ein Wachstumsoptimum oder das Optimum, wo er sich am besten wohlfühlt, am meisten wohlfühlt, liegt für mich irgendwo bei 27, 28 Grad. Eine Forelle wäre bei den Temperaturen längst tot. Ja? Forelle, Temperatur über 20 Grad. Ja, da kommt die Forelle an ihre Grenzen, während der Karpfen erst richtig in Wallung kommt und auch Temperaturen bis 32, 33 Grad locker übersteht. Dann, was ist die Forelle für ein Fisch? Es ist ein Jäger, sie ist eher Karnivor, unser Karpfen ist Omnivor. Karpfen frisst im Prinzip alles, ist wie ein Mülleimer.
während die Forelle eben von der Oberfläche Anflugnahrung und sowas sehr, sehr stark nimmt. Wozu braucht die Forelle ihre Energie? Einerseits Bewegungsenergie. Sie steht oft in der Strömung, ist den ganzen Tag am Arbeiten, schießt aus ihren Strömungsschatten hinter Steinen, schießt sie hervor, um einen Jungfisch zu fressen oder eben um an der Oberfläche irgendein Insekt aufzunehmen. Also sie braucht sehr viel Schnellkraft. Ist beim nicht irgendeiner Muschel hinterher, sondern frisst die halt einfach. Und von daher sind das zwei völlig unterschiedliche, zwar Fische, ja, aber von ihrer Ernährungsweise her liegen diese beiden Fischtypen extrem auseinander. Forelle hat einen Magen, der Karpfen hat nur einen Darm, in dem die Verdauung stattfindet. Und Karpfen ist in der Lage, in seinem Darm die Temperatur um etwa 3 Grad anzuheben, um eben dann auch Fette und Proteine zu verwerten, die dann eben bei dieser höheren Temperatur überhaupt erst verflüssigt werden können, überhaupt erst in den Metabolismus mit eingeschleust werden können, während eine Forelle, wie gesagt, ein ganz anderes Temperaturprofil hat, ein ganz anderes Bewegungsprofil hat, eine ganz andere, ja, es ist einfach ein komplett anderer Fisch und von daher ist die Aussage, ein Forellenfutter ist besser als ein Karpfenfutter, ist völliger Blödsinn. Das nächste ist, wer beschäftigt sich mit Futter und worauf beruhen Futterversuche? Ja, im Laufe von so einem Video wird auch gesagt, ja, Koi-Händler können kein Futter entwickeln, weil die haben ja gar nicht die Futtermengen zu verfüttern, um Chargen zu produzieren, um Probechargen zu produzieren, um dann eine Schlussfolgerung treffen zu können. Also hier bei mir in der Anlage gehen am Tag 30, 32 Kilo Futter rein und eine Probecharge bei mir sind 3 Tonnen und die kann ich ganz locker verfüttern und dann kann ich auch wirklich eine Aussage treffen, ist es besser, ist es schlechter. Ich bilde mir auch ein, ich habe mit meinen 30 Jahren Erfahrung im Koi-Bereich, Koi-Haltung auch ein gutes Gespür dafür entwickelt. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Das ist auch so ein bisschen ein Grund, wo ich bei den Japanern sage, die haben so auch so manchmal ein bisschen das Feeling verloren. Aber man muss halt auch einfach sehen, wenn ein Koi deprimiert im Schwarm geballt in der Ecke steht oder wenn ein Koi-Schwarm übers Gewässer aufgeteilt ist, schön langsam sich sein Futter zusammensucht, kontinuierlich am Fressen ist, die Fische sind interessiert. Ja, man muss so ein bisschen auch ein Gespür haben für, ist der Fisch jetzt wirklich aktiv und glücklich mit dem, was ich ihm hier anbiete, oder geht da was schief? Dann ist bei den Liebhabern ganz oft die Akzeptanz ein Grund, sich für ein bestimmtes Futter zu entscheiden. Wobei ich sagen muss, ich kann natürlich eine Akzeptanz generieren, indem ich einfach nur Geschmacksverstärker, Appetitanreger, chemische Substanzen reingebe, die den Fisch halt extrem reizen und auch einen extremen Hunger produzieren beim Fisch. Ich gebe Geschmacksverstärker aufs Futter drauf, die Fische schlagen sich ums Futter, ihr seid der Meinung, wow, ich habe das beste Futter der Welt, weil so wie um dieses Futter haben sich meine Fische noch nie gekloppt. Muss aber keine Aussage wirklich treffen auf, ist das Futter wirklich gut für meine Fische. Genauso wenig, ihr verfüttert Futtermittel A, probiert Futtermittel B aus und ihr wechselt diese beiden Futtermittel von einem Tag auf den anderen. Und da kann es auch sein, dass der Darm vom Fisch sich erstmal auf das neue Futter einstellen muss und mit dem neuen Futter erstmal wenig zurechtkommt, sehr, sehr viel Kot produziert. Ihr seht wahnsinnig viel Kot in eurem Becken liegen. Ihr seht es vielleicht auch in eurem Papierfilter, Endlosbandfilter, diese Kotwürste schwimmen und sagt, oh, das Futter wird überhaupt nicht verdaut und das Futter ist ganz, ganz schlecht. Nee, muss nicht sein. Es braucht einfach auch eine Zeit, bis sich der Fisch auf das neue Futtermittel eingestellt hat. Und dann geht auch die Verdauungsrate hoch und die Ausscheidungsrate runter. Und dann gibt sich das Ganze. Das kommt einfach darauf an, wie weit die beiden Futtermittel von der Rezeptur auseinandergelegen sind. Ich würde bei so einem Versuch oder beim Ausprobieren von neuen Futtermitteln
durchaus eine Übergangszeit von einer Woche, wo ich dann langsam das neue Futtermittel einschleichen lasse und das alte Futtermittel herausnehme, damit sich der Darm vom Fisch da mehr und mehr drauf einstellen kann. Und ja, und auch der Fisch nicht so schlagartig umgestellt wird auf ein neues Futter. Und erst dann wirklich am Wachstum und an der Hautbeschaffenheit vom Fisch kann man dann ablesen, ist das Futter wirklich gut für meine Fische oder, ja, wie soll ich sagen, bilde ich mir das nur ein? Das ist natürlich auch eine Frage, ja, wie aussagekräftig ist das? Ne? Zu welcher Jahreszeit probiere ich das neue Futter aus? Bei welcher Wassertemperatur probiere ich das neue Futter aus? Die Koi wachsen auch nicht übers Jahr hinweg kontinuierlich immer in der gleichen Stärke, sondern zum Beispiel Ausgang vom Sommer, September, Oktober, November, da machen die Tiere meistens einen sehr starken Wachstumsschub. Wenn man jetzt im Frühjahr neues Futter ausprobiert, wo der Fisch doch eher Geschlechtsprodukte anlegt, leicht produziert und weniger Energie ins Wachstum steckt, kann man auch leicht zu einer falschen Schlussfolgerung kommen, dass man sagt, der Fisch wächst ja überhaupt nicht, das Futter taugt nichts. Ja. Anderes Thema ist auch die Hautbeschaffenheit vom Fisch. Auch daran kann man erkennen, ob ein Futter gut ist und wirklich im Gleichgewicht steht zu dem, was der Fisch braucht. Ja. Also Kundenteiche, vor 2 Jahren war das so der Fall, neue Kundschaft ist bei mir aufgelaufen, große elitäre Teiche, sehr, sehr große Fische, aber alle Fische immer so ein bisschen grauer Schleier drauf, kleine Hauttumore, immer die Haut gereizt, ja, die Fische standen nie klar da. Und ich habe mir das bestimmt ein Jahr lang angeguckt, dann war das alte Futter verfüttert und die Kundschaft hat neues Futter ausprobiert und ich bin an diese Gartenteiche dann gerufen worden und habe mir das angeguckt und die Fische standen Welten besser da, wirklich Welten besser, weil das neue Futter durchaus ein bisschen schwächer war von der Proteinzahl, ein bisschen schwächer war vom Fettgehalt und einfach viel besser gepasst hat auf die Lebensumstände von den Fischen. Die Schlieren auf der Haut, die grauen Schatten waren weg, die Hauttumore gingen zurück, die Haut wurde viel klarer, viel seidiger im Glanz und das lag alles wirklich nur am Futter. Und daran erkennt man auch, ja, wie stark doch Futter da einen Einfluss drauf hat. Also neben der Wasserqualität hat bestimmt das Futter und die Fütterungsstärke den größten Einfluss auf Hautbeschaffenheit und